Kuchen, Kuchen. Wer backt den Kuchen? Wer verteilt den Kuchen? Wer entscheidet, wer, warum, wie viel vom Kuchen bekommt? Können wir mit dem Kuchen alles satt machen? Was machen wir, wenn jemand mehr Kuchen will, als Kuchen vorhanden ist? Und warum überhaupt Kuchen, Kuchen, Kuchen? Ich grüße euch. Habt ihr Bedürfnisse? Keine Sorge, das ist nichts Sexuelles. Ich verfrachte mein Organkorsett bestimmt nicht zu weit aus der gläsernen Wandöffnung, wenn ich sage, ja, ihr habt Bedürfnisse. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher diese Bedürfnisse kommen? Warum ihr esst, warum ihr trinkt, warum ihr Freunde und Freundinnen habt, warum ihr Playstation zockt, warum ihr arbeiten geht? Blöde Frage. Ich habe das Bedürfnis zu arbeiten, weil ich Geld verdienen muss und überleben muss. Und weil ich mir ab und zu mal einen Urlaub leisten will. Wollen. Was denkt ihr? Kann man wollen, was man will? Können wir darüber bestimmen, was wir wollen? Steht von Geburt an fest, dass mein idealer Lebensentwurf Karriere, Familie und Haus beinhaltet? Steht von Geburt an fest, dass es geil ist, besoffen nachts um 1 einen schönen fetten Döner zu essen? Jede Gesellschaft hat sich zu den Bedürfnissen ihrer Mitglieder zu verhalten. Die ideale Gesellschaft mag sich auf die Fahnen schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Naja, wir wissen ja, wie das im sogenannten Kommunismus endete. Das Problem war, dass die Bedürfnisse der Menschen im real existierenden Kommunismus einfach zu verschieden waren. Die Antwort war die Schaffung eines Einheitsmenschen. Wenn es nur noch eine Art von Mensch gibt, dann muss man sich nicht mit den Bedürfnissen verschiedenster Menschen herumschlagen. Und wie hat man den Einheitsmenschen im Kommunismus geschaffen? Durch Gulag und Scheinprozesse. Und im Kapitalismus? Nun, der Kapitalismus lebt davon, ständig neue Bedürfnisse zu erzeugen. Auch er zielt auf eine Art Mensch ab, den konsumierenden Menschen. Das Problem ist nur, dass ein paar Menschen viel mehr Möglichkeiten haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als andere. Der reichste Mann der Welt, Bernard Arnault, besaß im März 2024 ein geschätztes Vermögen von, für eine Idee, 233 Milliarden Dollar. Aber hey, das hat er sich bestimmt alles ganz alleine im Angesicht seines Schweißes erarbeitet. Blicken wir auf Deutschland. Deutschland als Wirtshaus. 10 von 20 Gästen sitzen vor leeren Tellern. 9 Gäste haben einen Salat und einen Orangensaft vor sich. Und dann ist da dieser eine Gast. Er hat nicht nur einen eigenen Tisch, sondern den ganzen Nebenraum für sich. Und auf vergoldeten Essenswegen rollt das Personal für diesen einen Gast den fetten Braten und den Champagner hinein. Wer klug ist, der arbeitet im Kapitalismus nicht, sondern lässt arbeiten. Und wenn sich darüber jemand aufregt, reicht der Hinweis darauf, man sei doch einfach nur neidisch. Vermögen in Deutschland. Die untere Hälfte hat fast nichts, die mittleren 45% haben ein bisschen was und den reichsten 5% gehört so viel wie allen anderen zusammen. Und den meisten Menschen geht es im Durchschnitt heute trotzdem besser als vor 100 Jahren. Was hast du denn? Ich habe ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Es widerspricht meinem Verständnis von Gerechtigkeit, dass ein Mensch andere Menschen und Tiere ausbeutet und sich dafür feiert oder das gar zur Conditio Humana erhebt. Wir verteilen den Kuchen nicht nur schlecht, wir produzieren ihn auch mehr als fragwürdig. Doch ich will hier kein plattes Kapitalismus-Bashing betreiben. Was den Kapitalismus auszeichnet, er ist anpassungsfähig und er fördert Kreativität. Und ist es nicht das kreative Potenzial, das uns Menschen auszeichnet? Und liegt die Stärke der Menschheit nicht in ihrer Anpassungsfähigkeit? Wir schaffen es, in Sand- und Schneewüsten auf abgelegenen Inseln und tausende Meter über dem Meer zu leben. Aber was wir scheinbar nicht schaffen, vegan leben. Das widerspricht dann der Natur oder ist zu aufwendig. Ich meine, wenn wir es schaffen, Menschen ins All zu schicken, wenn wir es schaffen, Taschenrechner, Kamera, Telefon, Zeitung, Landkarte, Kompass, Wörterbuch, Kalender und Notizblock durch ein Gerät in der Hosentasche zu tragen, wenn wir es schaffen, jährlich über 60 Milliarden Hühner, Schweine und Rinder zu töten, wenn wir es schaffen, Regenwälder in Brasilien abzubrennen, dort Soja anzubauen und Nutztiere in Deutschland damit zu füttern, dann gibt es keinen Grund, warum wir nicht auch eine Gesellschaft schaffen können, die nicht auf der Nutzung und Tötung von Tieren beruht. Wir haben Bedürfnisse, die wir nicht ausschalten können. Wir müssen arbeiten, wir müssen essen und trinken, wir müssen Identitäten entwickeln, wir müssen nach bestimmten Werten leben, wir müssen schlafen, wir müssen sozial anerkannt sein, wir müssen wohnen. Aber wie wir diese Bedürfnisse befriedigen und welche Prioritäten wir ihnen einräumen, das ist flexibel und politisch steuerbar. Wir können Turbohennen züchten, Nerze töten und Rinder niedermetzeln. Oder wir können Lupine ernten, Mehl zu Seitan auswaschen und Hanf anbauen. Wir können an Fischen, Mäusen und Ratten forschen. Oder wir können alternative Methoden entwickeln, wie zum Beispiel computergeschützte Programme, um naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen. Wir können Löwen und Giraffen Kunststücke aufführen lassen und Panther und Pinguine in Käfige sperren. Oder wir können Hologramme nutzen und unser Wissen von Tieren durch Bücher, Dokumentationen und Waldspaziergänge erweitern.
Wir können Kaninchen, Hirsche und Fasane von einem Hochsitz herab erschießen oder wir können Kaninchen, Hirsche und Fasane vom Hochsitz herab beobachten und einfach in Ruhe lassen. Wir können das ökologische Gleichgewicht vermeintlich durch die Tötung von Millionen Füchsen, Rehen und Wildschweinen aufrechterhalten. Oder wir können die Natur sich selbst überlassen und andere Wege finden, um sie zu regulieren, falls die Natur überhaupt der Regulierung bedarf. Nichts von alledem ist aber notwendig. Es ist eine Frage des Willens, es ist eine Frage, welche Einstellung wir haben. Betrachten wir Tiere als Ressource und Ware, dann dressieren, essen, halten, jagen und töten wir sie. Oder betrachten wir Tiere als Individuen mit Bedürfnissen, die einen ethischen Wert besitzen, dann respektieren wir sie und versuchen sie zu schonen, wo wir können. Wir mögen es für naiv halten, auf Tiere zu verzichten. Arterhaltung ohne Zoos, Grasflächen ohne Tiere nutzbar machen, Landwirtschaft ohne tierlichen Dünger, Regulierung des ökologischen Gleichgewichts ohne Jagd, wissenschaftlicher Fortschritt ohne Tierversuche, Zirkusse ohne Elefanten und Tiger. Es gibt doch keine Alternativen. Selbstverständlich gibt es Alternativen. Wir müssen nur dazu bereit sein, die Alternativen zu entwickeln und auch umzusetzen. Wer behauptet, dass es keine Alternativen gibt und etwas notwendig ist, der ist ideologisch verblendet. Der buddelt sich am Strand selbst in den Sand bis zum Hals ein und beschwert sich dann darüber, dass er sich nicht bewegen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann esst doch mal ein Stück Kuchen und rutscht dabei mal auf den Like- und Subscribe-Button aus. Wenn Sie kein Brot haben, dann sollen Sie doch einfach Kuchen essen. Sätze, die Marie Antoinette niemals gesagt hat. Wisst ihr, was das Präteritum von backen ist? Bug. Ich bug gestern einen Kuchen. Selbst wenn ich sage, ich backte gestern einen Kuchen. Sofort wachsen mir sprachliche Flügel, die mich ins gelobte Land der Poesie tragen. Ach, ich liebe die deutsche Sprache. Fast so sehr wie Kuchen. Kuchen.